es macht nicht nur Spaß, so ein Stück kennenzulernen, aber auch zu spielen. Weil man sieht, das ist geschrieben von einem virtuosen junger Mensch, der einfach nicht denkt, was ist schwer oder nicht schwer. Und wenn es dann diese Qualität hat, diese unglaublich junge, spritzige Manier, Orgel zu spielen, ja, dann hat man wirklich etwas gefunden. Der Schreiber ist ein Mensch namens Salomon Günther John, ein Organist, der aus der Gegend von Arnstadt stammt, der bei Bach Unterricht genommen hat und von daher Zugang zu Bachs Notensammlung hatte. Er hat einen, manchmal auch mehrere Kopisten angestellt, die für ihn die Aufführungsstimmen ausgeschrieben haben. Und das ist auch hier zu sehen. Hier fängt der Kopist an und macht irgendwelche dummen Fehler, die korrigiert werden müssen. Und Bach hat dann selbst weitergeschrieben. Also ab hier nach unten ist alles in Johann Sebastian Bachs Hand. Im Zuge der neuen Bach-Ausgabe hat man dann seit den 50er Jahren sämtliche Quellen untersucht und die Wasserzeichen verglichen mit den datierten Briefen von Bach. Und dann konnte man seine Kantaten datieren. Also das Bach-Archiv war seit seiner Gründung wirklich international vernetzt. Man kann es sehen an vielen Briefen, die das Bach-Archiv empfangen hat aus aller Welt. Das ist die Bach-Signatur, die Johann Sebastian Bach als Eigentümer ausweist. Ich streiche das ein, um so eine Beschwerung machen, dass das dann in Ruhe in der Position trocknen kann. Also so eine Merian-Bibel ohne diese Bach-Signatur würde mir keine Ehrfurcht einflößen. Mit der Signatur ist das einfach was Besonderes. Ne? Also ich meine, da weiß man, der hat sie wirklich in der Hand gehabt. Ne? Also es ist sehr, sehr bewegend. Hm? Und was wir hier sehen, ist der dritte Akt aus Johann Christian Bachs Oper Zanaida. Das ist die eigenhändige Partitur von Johann Christian Bach. Ich liebe es, das in der Hand zu haben, die Notenhandschriften zu studieren, unleserliche Briefe zu entziffern. Also hier unterschreibt er mit dem Namen Bach. Es waren seit 1960 43 Briefe von Carl Philipp Emanuel Bach im Handel. Herr Kolokundis hat 42 davon gekauft. Und der 43. der ist halt auch hier. Den habe ich selbst gekauft.